Heute gibt es News. Heute zeige ich euch, was nehme ich alles mit an Werkzeug für eine Tour, kleine oder grosse. Was packe ich alles ein? Wir haben hier neu unsere affengeile Werkzeugtasche. Der Frühling ist da oder kommt langsam und jetzt geht es wieder los. Es sind Treffen, man geht in die Töffli-Ferien, man fährt das Wochenende ins Tessin, was auch immer. Sehr, sehr hochwertig, die Tasche und natürlich auch viel Platz, oder? Ich würde sagen, man macht eine 10% Aktion. Also, wichtig, heute zeige ich euch unser neues geiles Täschchen. Und wenn ihr euch das gerade krallen wollt, gibt es ganz speziell jetzt ab heute 7 Tage 10% Aktion auf die Tasche, nein, auf alles. Das ist mega geil, weil man kann das entweder kann man das so packen, dass man einfach nur einen Ausflug macht, ich sage mal über eine Nacht, das Wochenende. Oder man kann es natürlich auch packen für eine Woche. Und das zeige ich euch, wie ich da ein bisschen vorgegangen, dass möglichst nichts fehlt. Klar, es ist ein ungeschriebenes Gesetz, es ist ja immer das nicht was man braucht. Ich fange jetzt mal an im Kleinen. Oder? Also im Kleinen heisst, ich mache einen Trip ins Tessin, heute hin, dann 2 Nächte bleiben oder so und wieder zurück. Victorinox Swiss Tool, das ist einfach ein wahnsinnig praktisches Ding. Da hat man eine Zange dabei, man hat ein bisschen Schraubenzieher, Kreuz, Schlitz, diverse Sachen, die man brauchen kann. Ein Messer ist drin etc. Also das ist wahnsinnig praktisch, das ist bei mir immer dabei. Immer. Weil ich sage ja immer, mit einem rechten Swiss Tool kann man ein halbes Töffel zerlegen. Dann, was ich auch mal gefunden habe, ist so ein Multischlüssel. Das ist einfach 8, 10 und 13 mm. Also 12 hat es auch noch, aber das braucht man nie. Das sind 4 verschiedene Schlüsselgrössen in einem. Das ist natürlich mega praktisch. Rätschenschlüssel. Das ist natürlich unheimlich geil, so Zeug, oder? Also das sind 2 Sachen, mit denen fängt es eigentlich immer an. Also da spielt es eigentlich nicht so eine Rolle, wohin. Ich fange jetzt einfach einmal an, oder? Dann ganz, ganz wichtig, logisch, Schmutze. Fett ist etwas sehr, sehr Wichtiges. Da habe ich einmal, man sieht es auch schon, das war schon auf ein paar Touren dabei gewesen. Lieber haben als brauchen, ist ja die Devise. Das ist einfach ein Kettenspray, oder? Weil das ist einfach so, wenn man das Ding viel braucht, gerade wenn man einen Anhänger dran hat, wenn man viel geladen hat, schwer. Das Zeug ist alles viel mehr belastet. Also Schmiere, Schmutze, das Zeug, das muss unbedingt dabei sein. Im Notfall kann man das auch mal brauchen, um einen Kabelzug schmieren oder irgendetwas. Also das ist sehr, sehr wichtig. Also. Dann natürlich da, das Multitool habe ich dabei, aber das ist so ein Lieblingszängli. Sehr, sehr griffig und man hat einen Seitenschneider. Da hat man noch auch notfallmässig mal irgendetwas ein bisschen anziehen. Und was mir immer wichtig ist, einen rechten Kerzenschlüssel, weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man Kerzen wechseln und dann hat man da irgendwie so aus Blech irgendetwas, das dann immer krumm wird und nicht geil. Also das Gewicht nehme ich in Kauf. Ich könnte ja mal am Abend etwas weniger essen, dann hätte ich nämlich die 300 Gramm wieder drin. Und das da, das nehme ich einfach mit. Das ist mir jetzt einfach wichtig. Söderle. Dann natürlich, es geht jetzt halt schon wieder ein bisschen in Richtung Material. Aber gleich, das ist ein Set, Mofakult. Das ist affengeil, da hat es ein bisschen Kabelzeug drin, da hat es so ein bisschen Klemmen und so weiter. Alles, was man braucht eigentlich, um mal etwas zu ersetzen. Plus Kerzen. Ganz, ganz wichtig. Ich sage immer, wenn eine Kerze schon lange hebt, dann lönt sie drin. Oder? Also nicht einfach einen Service machen und denken, ich tue eine neue Kerze rein. Wenn sie hebt, dann lönt sie. Putzen ist in Ordnung, weil die Dinger, die kann es reihenweise nehmen. Muss nicht, aber kann passieren. Also sicher Kerzen und da das Set vom Mofakult Kabelzeug. Kerzen kann man jetzt zum Beispiel hier tun. Das ist wunderbar. Händchen, ich bin zwar eigentlich, ich arbeite in 95% in den Fällen ohne Händchen in der Werkstatt, aber da kann ich jederzeit die Hände waschen. Und das ist halt gerade, wenn man eine Kette wechseln zum Beispiel, ist das halt einfach Gold wert, oder? Weil dann hat man einfach schmierige Tappen. Muss nicht sein. Und da, das sind einfach ganz normale Reinigungstücher, die ich dann schnell für kleinere Sachen einfach die Hände putzen kann. Ich tue jetzt die mal hier rein. Händchen sind auch gut gegen die Flüge auf den Brüllen, oder? Das sind so Ersatzkapseln für die Pressluft,
Dinge, die man im Mofa-Kult bekommt. Also wenn man eine Platte hat, man muss einen neuen Schlauch montieren, ist das natürlich unumgänglich, weil Luftpumpe ist gut und recht, aber die Dinge funktionieren mal und mal nicht oder man ist ewig dran. Ich bin ein Fan von diesen CO2-Patronen, weil das gibt nichts Geileres als die Dinger reinschrauben. Dann hat man hin ein Händchen montieren und zack, innerhalb von ein paar Sekunden haben wir den Pneu wieder gepumpt. Das ist natürlich einfach mal so eine absolute Grundausrüstung. Da innen hat aber noch viel mehr Platz, oder? Also das heisst, der berühmte Vierer-Schraubenzieher ist natürlich auch etwas. Dann noch etwas vielleicht für die Elektronik, also ein Zweier und ein Vierer. Da kommt man schon sehr, sehr weit. Dann habe ich hier noch ein geiles Set. Klar, da braucht man das meiste nicht, aber ich habe ein kleines Rätscheli und ich habe hier Nüssli bis 13. Also das ist sehr, sehr geil. Ich habe hier einen Schraubenzieher quasi mit den Einsätzen, die es halt hier drin hat. Und ich habe das kleine Rätscheli. Also das ist wirklich auch etwas mega Geiles. Habe ich auf den längeren Touren auch immer dabei. Oder? Also ich merke, jetzt können wir schon ein bisschen, es ist nicht mehr nur schnell ein Ausflug, sondern das ist dann schon, die Ausrüstung wird jetzt immer ein bisschen mehr, aber es hat ja mega viel Platz da drin. Dann Schraubenzieher, ganz klar. Das ist so eine Sache, da kann man natürlich nicht genug dabei haben. Genau, es kommt natürlich immer ein bisschen darauf an. Oder? Ich könnte jetzt natürlich anfangen und sagen, da, ich nehme ein ganzes Rätschenset mit etc. Aber das braucht es gar nicht. Also wenn man es ein bisschen schlau wählt, gerade so, eben, was hat man am Töffli? Das ist so 8er, 10er, 13er, 17, 19, je nachdem, was man fährt. Also 17, 19, auf jeden Fall für die Rädchen wichtig. Ich nehme auch gerne die mit dem Rätschen, also die Rätschenschlüssel. Also für die Rädchen, natürlich bei den alten Sachen wäre es dann 15 oder was auch immer. Also das muss man dann schon wieder anpassen auf sein Fahrzeug. Wenn man alles mit Imbusschrauben montiert hat, dann muss man halt noch ein Imbusset mitnehmen, oder? Ich habe jetzt zum Beispiel Imbus, habe ich in diesem Set etwas drin. Das langt. Aber 17, 19 ist sicher etwas, das wichtig ist. Und wenn wir schon bei den Schlüsseln sind, der berühmte 10er und der 13er ist auch etwas, das braucht man halt einfach wirklich am meisten. Das sind so die alten Sachs, wie gesagt, 15er Schlüssel würde ich den auch noch einpacken. Ist sehr, sehr Töffli bezogen. So. Was mache ich? Ich schaue da schon durch. Klar, jetzt in diesem Fall eine Rohrzange zum richtig würgen, hat Platz und ist wahnsinnig praktisch. Alles andere, gerade so die Sägeringzange etc. Ich sage jetzt mal, wenn man mit einem Maxi unterwegs ist, mit dem E50-Motor und man will die Kupplung auseinandernehmen auf der Tour, dann ist klar, dann müssen die Sägeringzangen mit. Kriegel? Ja. Was muss noch mit? Was nimmst du noch mit? Man kann jetzt... Ich nehme nicht. Das geht auch nicht kaputt. Eben, wenn man, ja, genau. Wenn man jetzt mit einem Sachs unterwegs ist, mit einem Rücktrittrad, dann müssen wir jetzt da sicher noch 15er, 17er, die schlanken Schlüssel mitnehmen. Als Beispiel, oder? Bei dir geht nichts kaputt, ja. Bei mir geht nie etwas kaputt. Vielleicht muss man mal hinten dran dort das Lagerspiel einstellen. Dann ganz, ganz wichtig, ein 36er Schlüssel. Wenn man irgendwo im Wald übernachtet und die bösen Männer kommen. Ja, weisst nie. Da kommt man schon sehr weit. Schraubenzieher haben wir, ein bisschen Zängli, Fett und Öl. Dann haben wir da das Kabelset. Klar, wenn man jetzt sagt, wir gehen eine Woche weg, ich will die Kupplung erneuern, ich will die ganze Zündung wechseln, dann geht es natürlich viel, viel weiter. Was habe ich dann? Ciao, Puch, Sachs. Also dann kommen die ganzen Abziehen, die ganzen Spezialwerkzeuge kommen dann noch dazu. Aber ich glaube, da gehen wir jetzt nicht drauf ein. Da muss jeder selber wissen, was er dann braucht, um das Ding zu zerlegen. Was natürlich noch ganz wichtig ist, Tüdeldraht und Kabelbinder. Dann Kleppband, ein gutes Kleppband. Lumpen haben wir. Sehr, sehr oft ist das Problem, dass die Abo-Teile, also Auspuffbreiten, die brechen, oder einfach wegen der Vibrationen, Schutzblech, wo irgendwie reißt. Da bist du mit einem Kabelbinder und einem Kleppband halt wirklich sehr, sehr schnell wieder abfahrbereit. Genau. Irgendwie einen dünnen, stabilen Draht. So was. Das langt schon, das ist jetzt sehr dünn, aber das langt eigentlich schon.
um mal einen Auspuff wieder neu befestigen. Oder? Für Kurztriebs, dass man die ganzen Schlüssel nicht mitnehmen muss, langen natürlich auch so 2 verschiedene Engländer. Da kommt man auch schon sehr weit. Oder? Also der kleine geht bis 13 und das ist nachher grösser. Also da gehen wir jetzt schon in Richtung Luxusausrüstung. Man muss sich einfach überlegen, was ich machen will, was brauche ich dazu. Und dann den Ablauf halt wirklich einfach schön durchgehen und sagen, gut, ich muss den Kupplungsdeckel wegnehmen, brauche ich das. Dann brauche ich das als Abzieher, dann brauche ich das und das. Die ganze Arbeit, die man machen will, einmal durchgehen und das Zeug immer parat legen. Und dann, selbstverständlich, braucht man die ganzen Dichtungen, Dichtmassen etc. Das ist aber dann ein anderes Thema. Aber das ist schon, da kommen wir wirklich schon sehr, sehr weit. Und es ist noch eine angenehme Grösse. Das hat jetzt, soll ich sagen, vielleicht 5 Kilo. Also das ist wirklich human. Dann das Ganze, das könnt ihr ja auch irgendwas Töpfchen anbinden. Oder natürlich, wenn ihr einen Anhänger dabei habt, dort hinein. Was auch ist, beim Bubay haben die einen Sachen gesehen, dort hatte ich alles in dieser Kiste rein und das hat vibriert. Das ist alles nachher trovolisieren. Das ist so eine Wanne, wo mit Schleifsteinen drin, die vibriert. Und dort werden die Teile entgratet. Und genau so hat der ganze Scheissel ausgesehen. Einfach alles wirklich völlig durchvibriert gewesen. Und das ist da natürlich nicht, oder? Es scheppert weniger, du hast es alles kompakt. Du kannst sogar, wenn du es ausleihst, wenn du irgendwo bist und du musst es auslegen, dann hast du sogar noch Platz zum Teile drauflegen, dass du nicht in die Wiese rühren musst, weil dann findest du es nämlich nachher nie mehr. Und ich habe sogar die Laschen, wo ich dann könnte, da kann ich dann Sachen drauflegen zum Beispiel. Oder ich kann natürlich auch das Zeug rausnehmen für die ganz kleinen, heiklen Sachen und da alles meine Kleinteile tun, dass das Zeug sicher auch nicht in der Wiese dann verloren geht, weil es gibt nichts Schlimmeres als irgendwelche Sägeringe oder irgendwelche Mütter, die du nicht mehr findest in der Wiese. Das weiss ich aus Erfahrung leider. Also, das affengeile neue Täschchen, das ist wirklich eine hochwertige Geschichte. Krallen das jetzt. Wir freuen uns alle auf den Frühling und auf die Sonnenstrahlen. Wir können wieder Töffel fahren, wir können auf Touren. Darum gibt es 10% Aktion und zwar auf alles im Shop. Krallen euch so ein Ding und nehmen euch noch etwas anderes mit. Ich würde sagen, ich plane sicher auch wieder eine Tour. Schreibt in die Kommentare, was habt ihr vor? Ist das ein paar Tage, ist das sogar eine Woche oder noch länger? Gebt Bescheid. Bei mir wird es etwa eine Woche das Jahr. Ich freue mich riesig drauf und in dem Sinn wünsche ich euch immer Luft in den Pneu und bis bald.